Ich bin Erik Semke, ich bin Extremsportler und Abenteurer und ich fahre auf der ganzen Welt Fahrrad. Seitdem ich 12 bin, bin ich Radrennen gefahren und dann hat der Sprung zum professionellen Radfahrer irgendwann nicht geklappt. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt mache ich meine eigenen Sachen und das, worauf ich Lust habe und kann das Weltsehen mit dem Radfahren verbinden. 3 Wochen vor Aufbruch nach Kapstadt habe ich zusammen mit Tristan Turek und Künstler Hyacinth Bakula ein einmaliges Rad gestaltet. Hyacinth ist wirklich ein witziger Typ und es hat viel Spaß gemacht, in seinem Atelier zu arbeiten und gemeinsam das Rad zu designen. In den letzten 2 Jahren habe ich verschiedene Projekte gemacht. Dabei war ich alleine im letzten Jahr in 15 unterschiedlichen Ländern. Die Neugier, immer wieder Neues zu sehen und zu entdecken, treibt mich dabei an. 2022 zum Beispiel wollte ich alle 3 Grand Tours, Giro d'Italia, Tour de France und Vuelta a España inklusive aller Transferstrecken, also die Strecke, die die Profis mit Bus oder sogar im Flugzeug zurücklegen, nur mit dem Rad fahren. Insgesamt 22.000 Kilometer und über 240.000 Höhenmeter. Die Landschaft, die ich während Giro und Tour gesehen habe, ist extrem abwechslungsreich. Mal ist es grün, mal gibt es Berge oder Seen oder schöne kleine italienische Dörfer. Den Giro und die Tour habe ich damals nach über 14.000 Kilometern erfolgreich beendet. Bei der Vuelta lief es leider nicht so gut. Von jetzt auf gleich hatte ich extreme Knieprobleme im rechten Bein. Die Schmerzen waren so stark, dass ich die Vuelta bereits nach ein paar hundert Kilometern abbrechen musste. Da ich während der Triple-Altour schon zusammen mit der Organisation Viva Con Agua, die aus Hamburg stammt und ja, besonders im afrikanischen Raum aktiv ist, um dort Brunnen zu bauen und für Hygiene zu sorgen, für sauberes Trinkwasser, fand ich den Gedanken cool, zu zeigen, dass das Geld auch da ankommt, wo es ankommen soll und dass wirklich auch damit was Gutes gemacht wird. Und Afrika wollte ich sowieso schon immer mal sehen, weil das so ein Kontinent ist, wo viele immer eine grobe Vorstellung von haben, aber nichts Konkretes. Also wenn man jemanden jetzt auf der Straße fragt, wie sieht Simbabwe aus oder Sambia, dann sagen die dir wahrscheinlich Elefanten oder so, aber wirklich was, wie die Menschen dort leben oder wie es dort aussieht, wie die Infrastruktur dort ist, das weiß man eigentlich alles nicht. Und das hat mich einfach interessiert und deshalb bin ich dahin. Nach einem kurzen Aufenthalt bei Viva Con Agua in Kapstadt bin ich mit dem Rad zum Cape of Hope gefahren, um von da aus die Reise dann ganz offiziell zu starten. Die ersten Kilometer waren extrem grün. Die Weiten von Südafrika sind wirklich unvorstellbar. Ich bin teilweise stundenlang durch Gebiete mit riesigen Feldern und Weideland gefahren. Aber je weiter ich ins Landesinnere gefahren bin, desto trockener ist es geworden. So am ersten Tag durch so eine Wüste zu fahren ist spannend, gerade wenn man, wie ich, noch nie in so einer Wüste war. Aber irgendwann wird es dann eintönig. Irgendwann hat man dann die Wüste gesehen und da ist auch nicht mehr. Und dann habe ich irgendwann auf Veränderung gehofft und dass irgendwas passiert. Ja, kam dann aber irgendwie nicht. Es kam jeden Tag eine Stadt, von der ich gestartet bin und eine Stadt, in der ich dann geschlafen habe und mein Essen aufgefüllt hat und am nächsten Tag ging es dann halt weiter. Dann fing es irgendwann wieder an, nach, weiß nicht, 1000 Kilometern vielleicht, dass mein Bein wieder angefangen hat zu zwicken und weh zu tun. Und das war dann natürlich erstmal wieder ein großer Schockmoment, weil ich mir sehr, sehr sicher war, dass das Bein ausgehalten hatte. Aber die Verletzung sitzt anscheinend so tief, dass das Ganze chronisch geworden ist und dass es immer wieder auftritt, sobald die Belastung und die Kilometerzahlen höher werden. Trotz dieser erstmaligen Schockdiagnose, dass mein Knie wieder angefangen
hat zu schmerzen, ja, habe ich mich dann dazu entschieden, das Projekt dann trotzdem durchzuziehen. Nicht wie anfänglich, dann komplett mit dem Rad, sondern ja, dann mal mit Rad, mal mit öffentlichen ja, Bussen oder so wie es gerade geht oder per Anhalter, ähm, weil das große Ziel des Projektes war es, Spenden zu sammeln, die Leute hier vor Ort darauf aufmerksam zu machen, wie die Lage dort vor Ort ist, was man dort machen kann, was dort wichtig ist, was man braucht, um da was zu verändern, wie auch ja, wie die Verhältnisse sind in den unterschiedlichen Ländern, die ich da bereist habe. Und deshalb habe ich mich dazu entschieden, weiterzumachen und das Projekt fortzusetzen. Ich fahre gerade nach Maun. Das ist ein großer Nationalpark in Botswana. Hier ist jetzt noch relativ Wüste, aber ich hoffe, dass er ein bisschen grüner ist. Mit so einer Verletzung im Hinterkopf ist man natürlich deutlich vorsichtiger. Ab dem Zeitpunkt habe ich deshalb natürlich mehr auf das Knie geachtet und habe mich etwas zurückgenommen. Die Verletzung hatte aber nicht nur negative Seiten. Ich habe mir von da an für alles mehr Zeit genommen und bin deutlich aufmerksamer durch Afrika gereist. Ich denke, kein Dorf für so die nächsten 60, 70, 80 Kilometer, was hier eigentlich relativ wenig ist. In Südafrika, in der Wüste, also hier gibt es noch weniger Straßen als in Südafrika, aber in Südafrika waren teilweise 200 Kilometer zwischen den einzelnen Dörfern und von daher geht das hier eigentlich noch. Als ich heute in dem Dorf war, hatten die Kinder gerade Schulaus und ja, liefen dann alle auf der Straße rum und haben da gespielt und ja, ich war da anscheinend für den Tag die Hauptfigur. Wahrscheinlich liegt das daran, dass die solche Leute, die von so weit herkommen, nicht so oft sehen. Dann halten auch Autos an und das ist auf jeden Fall alles super interessant. Ich habe dann 2 Kindern, die da gerade vorbeigelaufen sind, noch meine Limo geschenkt, weil ich sie gerade nicht brauchte. Und ich kann nun mal halt nicht so viel mitnehmen. Was ich überhaupt nicht gedacht hätte, ist, dass diese Dankbarkeit, die die Leute hier jeden Tag haben und wie die sich freuen über viele Kleinigkeiten. Und wenn man dann jemandem mal begegnet auf der Straße oder in einem Dorf, wo hunderte Kilometer rum nichts ist und dann bieten die einem Essen an und unterhalten sich gerne mit einem und möchten dann einem wirklich auch das beste Erlebnis dann geben mit dem besten Essen, was sie dann noch da haben. Und ja, das hätte ich einfach von zu Hause überhaupt nicht so erwartet, wenn man das natürlich diese Gastfreundschaft und ja, dieses Dankbarsein für alles, was man hat und das kennt man von zu Hause überhaupt nicht und das stimmt einen auf jeden Fall nachdenklich. Gerade weil viele Leute hier natürlich unfassbar viel weniger haben als wir zu Hause und die sind trotzdem oftmals ja scheinbar trotzdem glücklich irgendwie mit dem, was sie haben. Und ja, das macht mich schon nachdenklich teilweise. Und ja.
Botswana hat einen richtigen Aufstieg gemacht in den letzten Jahrzehnten. Gerade durch die Bodenschätze wie Diamanten konnten die Infrastruktur ihres Landes stark verbessern und das merkt man vor Ort auch wirklich. Also es gibt dort Schulen, es gibt sowas wie eine Sozialhilfe da oder wir haben dort einen Schulsozialarbeiter getroffen, mit dem wir uns länger unterhalten haben, mit dem haben wir was gegessen. Und der hat uns dann viel über das Land erzählt und erklärt. Und das war auf jeden Fall sehr, sehr beeindruckend. But all in all, the elections are fair. Yeah. But the government is trying her best. Yeah. So here we have got free health. Free health? Yeah, you don't pay when you go to hospital. Oh, Here we have got free education. it's nice. You don't So you pay. do You see these kids, they don't pay when they go to for school? Yeah. Oh, that's very good. Free health, free education, free food. That's good. Als er dann beispielsweise gesagt hat, dass man sich hier in Botswana oder dort in Botswana keine Sorgen machen muss um Wasser, weil wenn man keins hat, wird das von der Regierung gestellt. Die Schule, sowas wie eine Grundschule dort vor Ort, wird von der Regierung bezahlt. Und dort sind ganz andere Verhältnisse als in anderen Ländern. Okay. So here's Mom, okay, I make a picture of you. But you have to stand. Cheese. They all cheese. 1, 2, 3. Cheese. 1, 2, 3. Cheese. Perfect. Okay. Nach einem weiteren Tag auf dem Rad bin ich dann mit dem Bus in die nächste Stadt gefahren. In Lusaka, der Hauptstadt von Sambia, habe ich dann Timothy kennengelernt. Timothy arbeitet in einem Hotel in Lusaka, in dem ich ein paar Tage übernachtet habe. Wir haben uns auf Anhieb mega gut verstanden und er hat mich in der Zeit, in der ich in der Stadt war, ein bisschen rumgeführt. Zusammen mit seiner Familie haben wir einen Tag verbracht und ich wurde mit dem besten Essen der ganzen Reise belohnt. Die Einblicke, die er mir geben konnte, waren sehr eindrucksvoll, aber teils auch wirklich schwer für mich zu ertragen. Gerade in solchen Momenten denke ich immer darüber nach, dass das Ganze für mich nur zeitweise ist. Ich kann bald einfach in den Flieger steigen und dann erwartet mich zu Hause eine ganz andere, vermeintlich bessere Welt. Die Leute, die dort leben, können das nicht. Es lohnt sich deshalb, mit anzupacken und etwas zu verändern. Uganda war dann das letzte Land meiner Reise und das Ziel meiner Reise, weil ich dort zusammen mit Viva Con Agua einen Brunnen bauen wollte. Dafür hatte ich das Projekt gestartet und dann bin ich dort angekommen und hatte dort auch wieder ein bisschen Zeit und habe dann zusammen mit meinen Partnern das ein oder andere Projekt besucht. Zusammen mit Viva Con Agua waren wir dann auf einigen Events, beispielsweise an einem Tag auf einem Sportevent, wo dann über 20 Schulen zusammenkamen und diese Schulen haben gegeneinander Fußball gespielt und konnten da verschiedene Hygieneartikel gewinnen, beispielsweise Binden oder ein Wasseraufbereitungssystem für sauberes Trinkwasser. So das, was für uns wirklich der normale Standard ist dort leider gerade in den Schulen noch nicht normal. Das Schulevent war wirklich super. Hunderte von Kindern auf einem Haufen und wirklich alle hatten Spaß. Ohne Viva Con Agua wäre die Veranstaltung solcher Events einfach nicht möglich. Auch wenn es vielleicht auf den ersten Blick danach aussieht, geht es bei diesem Event nicht nur um Spaß. Der große Hintergrund solcher Veranstaltungen ist es, den Kindern etwas beizubringen.
Auf spielerische Art und Weise wurde den Kindern verschiedene Themen wie Hygiene, Sauberkeit und der Umgang mit sauberem Trinkwasser näher gebracht. And you go to school in the small town? Die Reise neigt sich so langsam dem Ende zu. Aber bevor es nach Hause geht, habe ich noch 2 weitere Projekte besucht. Mein Partner Ministry ist im Nordosten Ugandas im Distrikt Budaka aktiv und setzt sich dort für den Bau von Brunnen ein, sorgt für eine bessere Schulbildung und unterstützt Baumpflanzaktionen. Wir waren 2 Tage in Budaka. Jetzt, Monate nach der Reise, kann ich sagen, dass das, was ich dort gesehen habe, mich nachhaltig berührt hat. Viele Kinder in diesem Distrikt sterben unter 10 Jahren an Mangelernährung oder an Malaria. Einfach weil das Geld fehlt. Der Zugang zu sauberem Trinkwasser fehlt meist vollkommen. Viele Menschen trinken aus einfachen Wasserlöchern und werden folglich daraus krank. Schulen gibt es wenig bis keine. Wenn es Schulen gibt, können einige Eltern sich die Schulgebühren nicht leisten, obwohl diese meist nur bei ein paar Euro liegt. Der Unterschied zwischen Distrikten der Hauptstadt und ländlichen Distrikten in Uganda ist riesig. Nachdem wir Budaka verlassen haben, sind wir in eine Schule in der Nähe von Kampala gefahren, in der Viva Con Agua schon aktiv war. Wir hatten das Glück, mit Senta aus Deutschland vor Ort zu sein und mehr Informationen über ihr Praktikum und die Arbeit von Viva Con Agua zu bekommen. Hier in der Schule haben wir zum einen gesehen, dadurch, dass der Brunnen hier gebaut wurde, dass die Qualität von dem Wasser, was überhaupt gepumpt werden kann, sich verbessert hat und der Zugang zu dem Wasser auch näher ist. Also einerseits ist der auf dem Schulgelände, das heißt die Schule kann das Wasser direkt nutzen, aber auch die Bewohner in der Community, die direkt hier rum wohnen, haben auch deutlich kürzere Wege, um an das Trinkwasser zu kommen und das abzupumpen. Und was wir zum Beispiel anhand der Workshops gesehen haben von dem MHM-Room ist, dass die Schule berichtet hat, dass die Mädchen dadurch auch eher zur Schule kommen, wenn es ihnen nicht so gut geht und sie ihre Periode haben, weil selbst wenn sie zum Beispiel merken, sie brauchen irgendwie, ihnen geht es nicht so gut während der Periode, dann bleiben sie nicht zu Hause, sondern können trotzdem in die Schule gehen und sich dann während der Schulzeit zum Beispiel in dem MHM-Room etwas ausruhen und danach aber wieder in den Unterricht gehen. Yeah. Oh no, man. Why?
Ja, ich würde sagen, was am nötigsten ist, ist einerseits schon ganz klassisch, was man kennt, dass zum Beispiel Brunnen gebaut werden, weil es an sich zwar Grundwasser gibt, was genutzt werden kann, aber eben der Zugang dazu fehlt. Und da gleichzeitig aber auch sichergestellt werden muss, dass die Nachhaltigkeit vorhanden ist. Also es ist zwar einerseits schön und gut, wenn ein Brunnen gebaut wird, aber auch da sichergestellt werden muss, wenn er zum Beispiel kaputt geht, dass doch überhaupt Einnahmen vorhanden sind, damit das langfristig finanziert werden kann. Und dann andererseits aber auch der Zugang zu zum Beispiel Toiletten, weil es in ländlichen Regionen sein kann, dass es gar keine Latrinen gibt oder die allgemein von der Community genutzt werden und es da einen ausgeweiteten Zugang gibt, der dann auch genutzt wird. Und die Menschen aber auch gleichzeitig das Wissen darüber haben, warum überhaupt eine Sanitär- und Hygieneversorgung, eine saubere Versorgung, sauberes Trinkwasser wichtig ist und warum das zum Beispiel das Wasser gefiltert werden muss, bevor sie es trinken können. Ich glaube, wenn man da ist vor Ort, dann nimmt man das aus einer anderen Perspektive wahr. Oder ich hatte das Gefühl, dass ich so ein bisschen abgeschottet bin davon. Vielleicht auch so ein bisschen aus Sicherheit, Selbstsicherheit. Dort waren Kinder, die augenscheinlich unterernährt waren, die zu klein waren für ihr Alter, die ganz dünne Arme hatten. Und da hatte ich dann teilweise das Gefühl, dass ich das nicht so ganz an mich ranlassen konnte. Und das ist vielleicht auch in dem Moment der bessere Weg. Aber als ich dann nach Hause kam, war ich wirklich ein paar Wochen danach ziemlich fertig, weil man sieht teilweise Dinge, die man, ich will nicht sagen, nicht gerne sehen möchte, aber die man dort gesehen hat. Und dann beginnt man erstmal richtig, das zu realisieren und damit klarzukommen. Und das ist dann, zu Hause angekommen, war es dann nochmal eine ganz andere Situation als dort vor Ort. Da habe ich das erst alles richtig verarbeitet und realisiert, was man dort gesehen hat und wie die Zustände dort wirklich waren. Und das war wirklich krass. Ich bin nach Afrika gereist, um mir selbst ein Bild zu machen, um zu erleben und mit meinen eigenen Augen zu sehen. Weil manchmal eben das Hörensagen nicht reicht. Ich habe hunderte von neuen Menschen kennengelernt, neue Freundschaften geschlossen und wieder ein Stückchen mehr von unserer Erde gesehen. Es war eine Reise mit vielen Höhen und Tiefen. Vielleicht sogar mit mehr Tiefen als Höhen. Aber es hat sich gelohnt. Ich bin dankbar für alles, was ich sehen durfte und für alles, was ich jetzt teilen darf. Wenn ich sehe, was man dort verändern kann und was man da anpacken kann und in welchem Reichtum wir teilweise leben, wie viel wir haben und wie wenig die Menschen dort vor Ort haben, ist einfach, da denke ich mir, da kann jeder seinen kleinen Teil zu beitragen, dass es dort besser wird, dass sich dort die Verhältnisse ändern. Und deshalb ist es wichtig zu spenden und dort aktiv zu sein.